Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch eine Luxusvilla, auf die viele von euch schon ganz lange warten. Vor 3 Jahren haben wir euch das Kundenhaus Flachdach 300 von Luxhaus nämlich schon mal mit Fotos vorgestellt und ganz viele haben gesagt, wow, davon bitte eine Haustour. Heute ist es endlich soweit und wir zeigen euch einen wirklich geschickt geplanten Grundriss, der für die Familienphase, für die 6-köpfige Familie passt, aber später auch für Wohnen und Arbeiten, Wohnen auf einer Ebene, bis hin zur Pflegephase, wenn man einen separaten Wohnraum für eine Pflegekraft braucht. All das schauen wir uns heute an, also seid gespannt und kommt mit. Die Villa steht auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück. Das heißt, Platz hat hier keine Rolle gespielt. Der Baukörper hat hier vorne eine Länge von 41 Metern und dieser Hauptbaukörper in der Mitte, der 1,5-geschossig ist, hat Maße von 15,35 Meter mal 13,50 Meter. Das Obergeschoss springt als Staffelgeschoss zurück. Insgesamt haben wir hier 300 Quadratmeter Wohnfläche und das Besondere ist, es gibt an der einen Seite 2 Doppelgaragen, die teilweise auch als Stauraum genutzt werden. Und auf der anderen Seite ein eingeschossiges Kinderhaus, das nochmal angebaut ist und später auch als Einliegerwohnung für Pflegepersonal oder als Wohn- und Arbeitsgebäude genutzt werden könnte. Das Markanteste an diesem Baukörper ist natürlich dieses Flachdach mit Dachüberstand. Also wir haben hier eine Attika-Höhe, das ist dieser Aufbau von 60 cm, der Überstand sind 50 cm und ganz besonders ist, dieses Dach ist mit einer Schattenfuge angeschlossen, die mit LED-Bändern hinterleuchtet ist. Dabei bekommt das dann abends so einen kleinen schwebenden Charakter. Man sieht es jetzt tagsüber nicht so gut. Wir blenden euch eine Dämmerung ein, dass ihr mal sehen könnt, wie das aussieht. Auch hinten zum Wald hin gibt es eine ganz tolle Außenbeleuchtung, sodass das also wirklich spektakulär aussieht. Auf dem Dach, es ist so ein Foliendach, ist bekiest, ist eine Photovoltaikanlage mit 26 Kilowatt Peak Leistung. Das Haus hat einen Pool, es hat eine große Wohnfläche, da braucht man also auch wirklich viel Strom. Innen gibt es einen Speicher auch mit 14 Kilowattstunden Speicherkapazität. Und insgesamt stehen für die Familie hier eben ein Haupthaus, wo die Eltern wohnen, das Kinderhaus und dieser Anbau für 4 Autos zur Verfügung. Das Haus hat auf beiden Ebenen eine Geschosserhöhung. Dadurch hat man innen wirklich überraschend hohe Räume. Die Gesamthöhe von dem Gebäude ist dann 6,82 Meter. Und hinter dieser weißen Putzfassade verbirgt sich eine diffusionsoffene Holzverbundkonstruktion mit einem Wärmedämmverbundsystem auf Holzweichfaserbasis. Und das Besondere bei diesem Hausanbieter, es gibt eine Installationsebene, gedämmte innen, die an den Wänden und auch an der Decke läuft, sodass man da, wie wir innen sehen werden, auch sehr schön diese Strahler und Einbauleuchten reinmachen kann. Was man hier jetzt auch schon sieht, die Fenster, das sind dreifach verglaste Holz-Alu-Fenster, sind in Anthrazit. Der Baukörper ist stark aufgegliedert, es gibt Vor- und Rücksprünge. Ich zeige euch innen auch, was da dahinter steckt. Dann gibt es immer diese verglasten Durchgänge, mit denen hier einmal die Garage und auf der anderen Seite einmal das Kinderhaus angeschlossen ist. Und während das Ganze zur Eingangsseite bewusst sehr geschlossen gehalten ist, sieht man hinten öffnet sich das mit ganz viel Glas zu einem großen, fast 70 Quadratmeter großen Holzdeck mit Pool. Dieses Holzdeck ist umlaufend gestaltet, das ist Bankirai-Holz, das ist also hier vorne dann auch der Trockenlaufbereich im Eingangsbereich und wie das Ganze da hinten drin aussieht. Das dürfen wir uns jetzt auch anschauen. Diese Dielenwand springt jetzt hier 1,8 Meter nach innen rein, sodass man zusammen mit den 50 cm Dachüberstand da wirklich einen trockenen Eingangsbereich hat draußen. In der Diele selbst gibt es 21,5 Quadratmeter, die ist hier so lang durchgezogen. Da hinten ist jetzt der Anschluss an die Doppelgarage, an die Doppelgarage und auf der Seite gibt es die Nebenräume wie der Hauswirtschaftsraum, das Gäste-WC und die Garderobe.
Hier haben wir jetzt eine offene Garderobe für all das, was jetzt im Alltag mal schnell aufgehängt werden muss. Die Haken sind ein bisschen hoch angebracht für so eine kleine Person wie mich. Und hier sieht man schon, gibt es nochmal raumhohe Einbauschränke, wo man eben dann auch nochmal Schuhe und Jacken und alles unterbringen kann, was man hier nicht sehen will. Hier um die Ecke, sehr schön finde ich das, gibt es auch nochmal eine Bank, wo man sich setzen kann. Die kann man aufklappen, da sind auch nochmal Schuhe drin. Da kann man sich also auch gleich hinsetzen, um die Schuhe auszuziehen. Und das Fenster über mir ist übrigens das einzige, das nicht mit den elektrischen Jalousien ausgestattet ist. Das ist eine Sache, wo der Bauherr sagte, naja, er hat gedacht, das braucht man an der Stelle nicht, aber jetzt stört es ihn von außen in der Gesamtansicht und das ist einer der ganz, ganz winzig kleinen Planungsfehler, wo er gesagt hat, das würde er vielleicht anders machen. Wie es hier aussieht, schauen wir uns nachher an. Da gibt es nämlich eine Rundlaufmöglichkeit, dann kommen wir hier wieder raus und jetzt gehen wir erstmal in den ganz, ganz großen offenen Wohn-Ess-Kochbereich. Der Wohn-Ess-Kochbereich hat 87 Quadratmeter und als allererstes kommen wir hier in die Küche. Wir sehen schon, auf dem Boden ist ein Eicheparkett, Landhausdiele, geölt und das liegt jetzt hier schon seit 5 Jahren drin. Wie gesagt, hier wohnt eine 6-köpfige Familie. Die Küche wird 2-mal am Tag benutzt und gekocht und ich finde, dass dieses Parkett wirklich sehr, sehr schön altert. Es ist so eine Landhausdiele, rustikal mit so dunklen Verspachtelungen und natürlich muss man Flecken wegwischen, aber ich finde besonders schön auch hier diese 6 cm starke Massivholzplatte. Es ist keine Arbeitsplatte in dem Sinn, die jetzt wahnsinnig strapazierfähig ist, aber sie macht wirklich alles mit. Ganz toll ist, dass man hier dieses eingelassene Kochfeld hat und darüber der Dunstabzug, der auch beleuchtet ist, den kann man hoch und runter fahren. Das heißt, wenn man kocht, kann man den runterholen, dass man da eben die Abzugsleistung hat und ansonsten ist er aus dem Weg. Wir haben hier Maße von 1,20 x 2,80. Hier gibt es auch noch mal die Steckdosen zum Hochklappen, auch mit der USB-Ladebuchse, sage ich euch ja immer, ist ganz, ganz wichtig in unmittelbarer Nähe zum Kochfeld. Und was ich auch toll finde, ihr seht schon, es gibt hier 2 Waschbecken. Hier direkt neben dem Kochfeld so ein kleines Waschbecken, wenn man mal schnell was abgießen muss. Hier auch so eine kochend heiß Armatur, wo am Sprudelwasser und kochend heißes Wasser wirklich mit einem Knopfdruck rauskommen, sodass das Nudelwasser hier quasi ganz, ganz schnell gemacht ist. Und wir haben hier einen Abstand von 1,10 Meter zu dieser Küchenrückwand, wo es dann nochmal das Arbeitswaschbecken gibt. Sehr schön hier in Edelstahl mit dieser leicht abfallenden Arbeitsfläche. Und was natürlich ganz toll ist, ist diese Festverglasung zur Diele. Denn das Ganze ist getrennt, also auch vor Zugluft, aber man hat eben den Sichtbezug. Hier haben wir auch nochmal die 2,20 x ungefähr 1,20 und ihr seht auch schon vom Farbkonzept ist das Ganze hier in unterschiedlichen, so leichten Gräschtönen abgesetzt, was den Raum wirklich sehr schön fasst, gerade auch wenn man dann oben nochmal diese 5 cm Absatz hat zur Decke hin. Und noch eine planerische Sache, die man von Anfang an bedenken muss, diese Küchenrückwand, ihr seht schon, ist hier bündig eingebaut, was natürlich sehr, sehr schön ist, wenn man das offen hat. Und dadurch ist eben auch dieser Versprung in der Außenwand notwendig. Die springt tatsächlich an der Stelle genau die 60 cm nach außen. Ich habe euch ja gesagt, der Baukörper hat einige Vor- und Rücksprünge, die da wirklich einen Sinn haben. Hier gibt es dann noch mal den zweiten kurzen Weg, also den Durchgang zur Garage, der wie gesagt auch als Vorratsabstellraum und so weiter genutzt wird. Da ist wirklich wahnsinnig viel Platz und hier ist eben hinter dieser Hochglanzfront wirklich alles verborgen, was man nicht sehen will. Auch hier ist Stauraum von 2 Seiten drin. Das war wohl hier ursprünglich mal ein offenes Regal, hat man festgestellt. Mit Kindern ist es auf jeden Fall sinnvoll, das zuzuhaben. Und was ihr auch schon sehen könnt, ich habe euch ja gesagt,
gesagt, es gibt diese Installationsebene auch standardmäßig in der Decke, dass hier eben eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gibt, wo wir hier auch nochmal 2 Absaugungen haben. Dann eine Multiroom-Musikanlage, also die eingebauten Boxen, die Bewegungsmelder fürs Licht und eben diese Einbauleuchten, was dann alles wunderbar an der Decke verschwinden kann. Das Ganze ist auch ein Smart Home. Ich zeige euch nachher mal so einen Schalter. Also es ist so eine serverbasierte Lösung mit so einem kleinen Mini-Server, wo alles verkabelt ist, wo wirklich alles eingebunden ist. Die Beschattung mit den Lamellenjalousien, die Beleuchtung, die Sicherheit, die Haustürkommunikation, die Heizung. Und dadurch lässt sich das Ganze natürlich auch sehr komfortabel bewohnen. Wir kommen jetzt schon hier weiter zu diesem riesengroßen, wunderschönen Esstisch. Und hier ist natürlich das Highlight die Raumhöhe. Wir haben hier fast 6 Meter lichte Höhe. Das Ganze ist so ein bisschen eine Idee, die aus einem Musterhaus von dem Hersteller kommt. Und da ist es eben so, dass die Sache oben wirklich offen ist. An der Stelle haben wir da Festverglasungen drin. Da geht es in den Elternbereich und in den Fitnessbereich. Das schauen wir uns nachher oben an. Aber das ist natürlich was ganz Besonderes. Wir haben jetzt hier natürlich Stützen, die statisch notwendig sind. Da sind auch deckengleiche Unterzüge drin. Das ist klar, das Ganze ist ein bisschen aufwendig. Hier ist auch Stahl dahinter. Und dann als Abtrennung zum Wohnbereich, was ich wirklich sehr, sehr schön finde, ist dieser Tunnelkamin, der von beiden Seiten einen Einblick aufs Feuer gewährt. Das ist so, dass der jetzt für die Heizleistung hier nicht notwendig wäre. Wir haben hier eine Fußbodenheizung drin und natürlich eine Wärmepumpe, die außen aufgestellt ist. Das heißt, das ist wirklich reine Gemütlichkeit. Der ist jetzt auch nicht eingebunden in die Fußbodenheizung, sondern das ist einfach, damit man es hier stimmungsvoll hat. Hier weiter geht es dann in den Wohnbereich, der dahinter jetzt so ein bisschen gemütlicher, privater ist, trotzdem natürlich großzügig. Und was auch sehr großzügig ist, sind hier diese Verglasungen. Die sind jetzt hier von der Höhe etwa alle 2,20 Meter, 2,25 Meter. Von der Breite haben wir hier 4 Meter. So ein Öffnungsflügel ist also 2 Meter breit. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Element. Auch hier nochmal die Festverglasungen und oben natürlich die Festverglasungen nach außen. Und jetzt schauen wir noch kurz auf die Terrasse. Schön ist natürlich, dass es hier wieder diese flache Austrittsschwelle gibt mit der Granitstufe, die dann hier anschließt an dieses Holzdeck. Das ist wie gesagt Bankierei und diese ganze Terrasse hat insgesamt 65 Quadratmeter. Der überdachte Bereich sind rund 20 Quadratmeter. Anrechenbare Wohnfläche sind es dann etwa 5 Quadratmeter. Und es ist natürlich super praktisch, wenn man hier einfach auch bei schlechtem Wetter alles draußen stehen lassen kann. Ihr seht im Hintergrund, da gibt es noch so eine Outdoor-Küche. Wenn ihr sowas haben wollt, vergesst nicht, euren Wasseranschluss dafür zu planen und entsprechend auch den Stromanschluss an der Stelle. Was wir natürlich hier auch sehen, ist, dass in dieses Terrassendeck dann gleich dieser tolle Pool eingelassen ist. Das sind 12 mal 3,85 Meter. Das heißt, man kann da auch richtig schwimmen und man hat natürlich aus diesem riesengroßen Garten dann auch viele tolle Perspektiven hier aufs Haus. Jetzt gehen wir hier durch den Wohnbereich weiter in Richtung Kinderbereich. Die Kinderzimmer sind alle hier unten, die Eltern sind im Moment oben. Hier könnte man natürlich später im Alter auch ebenerdig wohnen oder eben arbeiten. Wir gucken jetzt gleich mal in das erste von 4 Kinderzimmern. Die sind alle 16,5 Quadratmeter groß, gleich geschnitten, quadratisch, haben jeweils 2 Belichtungselemente, was sehr, sehr schön ist. Licht von 2 Seiten. Einmal dieses bodentiefe Element, 2 Meter mal diese 2,25 mit einem Öffnungsflügel. Und hier gibt es jetzt einen kleinen Unterschied. Dieses Zimmer ist noch in dem Haupthaus drin, hat hier eine Brüstungshöhe von 82 Zentimetern. Sehr schön übrigens auch diese flächenbündigen Natursteinfensterbänke, die sehr massiven, die zeige ich euch nachher nochmal. Die Türhöhen sind hier eben überall 2,37 Meter. Das macht auch einen sehr, sehr großzügigen Eindruck. Und die Türhöhen sind tatsächlich auch im Kinderhaus in der kleinen
gleichen Höhe, obwohl es da eine andere Raumhöhe gibt. Wir befinden uns jetzt hier im Durchgang zum Kinderhaus. Man sieht an diesen 2 Festverglasungen, hier ist jetzt die Grenze. Hier befinden wir uns im Kinderhaus und hier ist jetzt die Standardgeschosshöhe von 2,50 Meter Licht der Raumhöhe angesetzt. Das heißt, die Kinderzimmer werden hier ein bisschen gemütlicher auch von der Raumhöhe und ihr seht schon, die Türen sind dann natürlich hier sehr hoch. Wir haben jetzt hier einfach 3 Kinderzimmer und ein Kinderbad und da lasse ich euch jetzt einfach mal ganz kurz reingucken. Im 4. Kinderzimmer gibt es einen ganz kleinen Unterschied, weil das nach vorne geht. Da ist dann die Brüstung hier ein bisschen höher. Ihr seht, das sind dann 1,20 von der Höhe, ist aber kein Problem. Das Fenster ist immer noch 1,80 breit, 85 hoch. Da kommt also auf jeden Fall genug Licht rein. Diese etwas höhere Brüstung sehen wir zur Vorderseite jetzt generell. Deshalb schauen wir jetzt gleich mal hier um die Ecke ins Kinderbad. Da ist es natürlich toll, dass die Brüstung etwas höher ist. Das liegt gleich hier nebenan und hat 10,5 Quadratmeter. Wir sehen jetzt hier auf dem Boden, das war nämlich dem Bauherren wichtig, da so ein bisschen Einheitlichkeit zu schaffen. Er wollte ursprünglich Parkett haben, hat gesagt, nee, im Kinderbad echt zu empfindlich. Deshalb haben wir jetzt hier diese Fliese in Holzoptik. Die ist 25 breit, 1,20 lang. Die ist extra rutschhemmend und sehr schön. Da bitte ich euch ja immer drauf zu achten, ist hier dieser Übergang zum Parkett mit dieser Abschlussleiste und diesem Kork, weil man da natürlich einfach diese Dehnfuge braucht. Wir haben jetzt hier an der Wand eine große Fliese in Anthrazit. Das ist dann 45 mal 90 umlaufend auf 1,20 Meter. Hier diese Schamwand und dann eben hier auch die Fensterbrüstung 1,20 hoch, dahinter verschwindet das WC, da kann auch keiner reingucken. Und was natürlich dann bei 4 Kindern wirklich toll ist, wenn es hier nochmal so einen Doppelwaschtisch gibt. Auch hier die Platte aus Eiche. Natürlich ist die nicht absolut jetzt wasserfest, aber ich finde, das Material altert wirklich sehr schön. Wie gesagt, 5 Jahre hat sie auf dem Buckel. Und ganz toll ist natürlich auch wirklich einen vernünftigen Spiegel zu haben mit einer Hinterleuchtung, der dann eben auch so tief ansetzt, dass die Kinder da reingucken können. Ganz toll finde ich diese große Walk-in-Dusche hier hinten dran. Die ist jetzt 92 cm breit und ist eben wirklich fast 2 Meter tief. Das heißt, das funktioniert auf jeden Fall ohne Abtrennung hier, ohne irgendwelche Glaselemente, Scharniere, Gummilippen. Das ist vom Spritzschutz auch mit diesem Regenduschkopf wirklich hier ohne alles ganz super funktioniert und auch leicht sauber zu halten ist. Und jetzt gucken wir hier weiter um die Ecke. Es gibt nämlich hier im Erdgeschoss noch einen Gästebereich. Und dieses separate Haus hat natürlich den ganz, ganz großen Vorteil, dass man das später, also dass man erstens zur Ruhe kommt. Die Kinder haben ihren eigenen Bereich, gerade weil das ja da drüben so offen ist mit der Galerie. Und natürlich könnte man das Ganze später auch als separate Einliegerwohnung abtrennen, wenn man da mal eine Pflegekraft oder sonst jemanden einquartieren möchte. Und jetzt schauen wir mal hier um die Ecke noch in die Nebenräume. Wir sind wieder im Haupthaus, haben wieder die 2,80 Meter Raumhöhe. Hier ist ein kleiner Technikraum mit 6 Quadratmetern. Das Ganze ist eine Luftwasser-Wärmepumpe mit Außenaufstellung. Da braucht man also nicht viel Platz. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, dann ein 400 Liter bivalenter Warmwasserspeicher, der einen erhöhten Komfort bietet. Und natürlich ist da auch noch Platz für den Wechselrichter und den Speicher für die Photovoltaikanlage. Hier geht es dann weiter. Hier gibt es noch ein Gästezimmer, wenn mal Übernachtungsbesuch da ist. Der ist mit 15,5 Quadratmetern auf jeden Fall auch sehr, sehr geräumig. Und hier ist jetzt die nächste Kleinigkeit, wo der Bauherr sagte, also diese Brüstungshöhe hier mit 1,40, das gefällt ihm nicht so gut, das wird er vielleicht anders machen. Das hat aber einen Grund, weil wir jetzt im Haupthaus hier vorne überall diese Brüstungshöhe haben, dann macht das natürlich Sinn, dass das auch durchgezogen ist. Und wir sehen das gleich hier, geht es nämlich direkt weiter en suite in das kleine Gäste-Duschbad. Und da ist natürlich jetzt diese Brüstungshöhe von 1,40 Meter
absolut sinnvoll. Sehr schön, auch hier wieder diese bündige, sehr massive Natursteinfensterbank. Dann haben wir hier eine bodengleiche geflieste, begehbare Dusche. Die ist jetzt mit 1 Meter mal 1,10 Meter auch wirklich sehr komfortabel. Und dieser vordere Bereich ist eben dann an die Diele angeschlossen. Das heißt, wenn jetzt einfach so Gäste da sind, kann das hier als Gäste-WC genutzt werden. Hier noch eine Sache zur Höhenabwicklung. Wir haben jetzt eben hier auch die 1,40 Meter. Das heißt, jetzt auch diese in die Wand integrierten Armaturen sind sehr hoch. Da können sich Kinder unter Umständen nicht selber die Hände waschen. Und dieser Spiegel ist jetzt eben auch sehr hoch und sehr weit weg, wenn man sich da jetzt mal nachschminken will. Einfach nur so als kleiner Tipp. Kann man einfach über solche Sachen auch noch mal nachdenken. Hier geht es jetzt weiter in die Diele und da gucken wir noch mal ganz kurz rein, weil hier nebendran gibt es noch einen Hauswirtschaftsraum. Der ist jetzt mit 5,6 Quadratmetern auch sehr klein. Wie gesagt, also Waschmaschine und Trockner passen da rein. Hier um die Ecke gibt es dann auch noch mal Stauraum unter der geschlossenen Treppe. Da könnt ihr noch mal kurz gucken. Und das Ganze reicht natürlich vollkommen aus. Hier steht auch noch mal ein zweiter Kühlschrank. Es gibt wirklich noch mal raumhohe Schränke. Aber natürlich, wenn man jetzt mal noch bügeln will oder so, wäre es schön, der Raum wäre ein Ticken größer. Da hinten in der Ecke seht ihr den Zentralstaubsauger. Das ist auch noch so ein Ausstattungsfeature, was es hier gibt. Ich zeige euch jetzt, wenn wir hier rumgehen, gerade mal, wo dann dieser Schlauch immer eingesteckt wird. Da haben wir jetzt hier so einen Sauganschluss. Der Vorteil ist natürlich, dass man den Staub nie im Haus hat, sondern der geht immer direkt in dieses Ding nach draußen. Das Ganze ist relativ teuer. Der Saugschlauch ist lang, wenn ihr nicht genug von diesen Öffnungen habt. Also müsst ihr wirklich gucken, dass er da genug platziert, weil das sagte der Bauherr auch schon, die gehen dann öfter mal kaputt und sind irgendwie lang. Also so ein kleiner Staubsaugerroboter tut's vielleicht auch, denn das sind relativ viel Mehrkosten, ist natürlich hygienisch sinnvoll, auch für Allergiker, aber das muss man sich überlegen. Und jetzt schauen wir über diese wunderschöne geschlossene Treppe mit dieser mitlaufenden, ansteigenden Wand als Brüstung mal hoch in den privaten Elternbereich. Hier ins Obergeschoss über diese gerade zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest. Hier oben haben wir insgesamt 67 Quadratmeter, weil das Ganze hier rundrum zurückspringt. Wir sehen jetzt hier gerade noch mal dieses Fensterelement. Dieser kleine Vorraum hier oben hat nur 2 Quadratmeter. Wir haben hier eine Brüstungshöhe von 24 Zentimetern, weil da natürlich jetzt das Flachdach anschließt. Das ist ein Foliendach, so ein EPDM-Dach. Das ist ein synthetischer Kautschuk. Der ist sehr, sehr teuer, ist aber wirklich sehr, sehr haltbar, muss auch nicht mit Feuer verschweißt, sondern verklebt werden. Und wenn das dann bekiest ist, sieht das auch sehr schön aus, weil man da ja drauf guckt, wenn man hier oben überall die Fenster hat. Hier haben wir die 78 mal 1,90. Dieses Format, diese Höhe sehen wir jetzt hier überall. Wir gucken ganz kurz hier in den Fitnessraum, der 13,3 Quadratmeter hat. Ein Highlight ist natürlich, dass man hier jetzt Licht von 3 Seiten hat. Unter anderem gibt es jetzt hier diese Festverglasung, wo man eben über den Luftraum der Galerie, über den Esstisch in den Garten, in den Wald gucken kann. Die Brüstungshöhe ist hier überall 1 Meter. Wir sehen das gleich im Schlafzimmer auch nochmal. Und dieses Fenster ist 1,75 mal 1,20, sodass man da wirklich einen tollen Rundumblick hat, wenn man Fitness macht. Hier um die Ecke kommen wir jetzt in den Elternbereich mit Ankleide und Bad und Suite.
Der erste Raum ist hier die Ankleide sinnvollerweise. Wir haben hier schon Schränke, haben da nochmal zweireihig eine Ankleide. Insgesamt 14,7 Quadratmeter. Also da kriegt man wirklich alles unter. Hier dann eben auch schon Licht. Das ist wieder die 1 Meter Brüstungshöhe, die Festverglasung runter zur Galerie, zur offenen. Und hier sind wir jetzt im Schlafbereich, der natürlich ein absoluter Traum ist. Wir haben hier 17,4 Quadratmeter. Hier kommt übrigens der Kamin hoch von unten. Der muss natürlich irgendwo laufen. Die Nische ist dann gleich genutzt, um hier noch so eine praktische Sitzbank einzubauen. Die kann man aufklappen. Da ist Stauraum drin. Sitzhöhe 50 cm ist perfekt. Sitztiefe sind jetzt hier 34 cm. Man verliert also auch hier nicht zu viel Platz. Ist wirklich eine super Sache. Und hier hat man jetzt diese 4 Meter Glasfront nach draußen. Weil da unten eben der Pool ist, hat man dann auch diese schönen Lichtspiele hier an der Decke. Das ist wirklich einfach ein ganz besonderer Raum. Die Raumhöhe hier oben, die Lichte, ist übrigens erhöht auf 2,60 Meter. Also nicht ganz so viel wie unten. Aber das passt hier von den Proportionen sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir haben hier wieder die 4 Meter Breite, die 24 Zentimeter Brüstung wegen dieser Dachanschlüsse hier und insgesamt eine Höhe von 1,90. Und dann kommt natürlich das absolute Highlight. Hier um die Ecke geht es offen ins Elternbad, das mit 20 Quadratmetern plus 2,5 Quadratmeter separates WC wirklich ein Wellness-Paradies ist. Wir haben hier auf der linken Seite jetzt eine Einbausauna, die ist etwa 2,40 Meter mal 2,40 Meter. Ihr seht es schon, da gibt es eben hinten auch die Festverglasung, wo die eben drumherum gebaut ist, sodass man da mit Blick in den Garten abends saunieren kann. Dann gibt es noch eine Waldbeleuchtung und in der Sauna wechselndes Farblicht. Das ist also wirklich zum Runterkommen eine super Sache. Hier hinter mir gibt es eine kleine, schmale Tür, wo man dann nach dem Saunagang nochmal auf so eine Dachterrasse raus kann. Und hier haben wir eben die riesengroße, auch durchgefließte Dusche. Das ist 1,20 mal 1,50. Da ist also wirklich Platz für alles. Oben gibt es nochmal diesen Regenduschkopf, der auch gleichzeitig noch beleuchtet ist mit Farblicht. Und dann geht es hier rum weiter in den Badbereich, wo dann eben klassischerweise der Doppelwaschtisch ist. Auch hier nochmal kurz der Hinweis, die Höhe ist jetzt hier 1,20. Da muss man sich einfach überlegen, wie das mit dem Reingucken ist. Schön finde ich, dass da gleich das LED-Band über dem Spiegel ist. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr da eine gute Ausleuchtung habt. Und diese Rückwand in Milchglas finde ich auch sehr schön. Hat man nämlich hier eine fugenfreie durchgehende Fläche, die auch absolut spritzwassergeschützt ist. Hier gibt es jetzt nur zwei Steckdosen, also das heißt für jeden Waschplatz eine. Von der Ausstattung ist es genau wie unten. Wir haben auf dem Boden diese Fliese in Holzoptik, diese extra rutschhemmende, hier wieder Eiche, was sehr, sehr schön ist. Im Elternbereich sieht man auch, dass sich das wirklich gut hält. Diese besonders schönen Aufsatzwaschtische und hier eine wunderbare, riesengroße Wanne. Die ist jetzt tatsächlich 90 mal 1,90, da ist also richtig viel Platz. Dann hat man hier diese Festverglasung, wo man dann eben auf diese Dachterrasse rausguckt und in den Wald. Da kann einem eben halt auch wirklich an der Stelle niemand reingucken. Und das ist von der Farbe die gleiche Fliese wie im Kinderbad. Hier ist sie nur größer. Wir sehen das jetzt hier gleich in dem WC-Bereich drin. Da ist hier einmal ungeschnitten an der Wand 1 Meter mal 1 Meter. Hier gibt es das WC. Es gibt eine Glasschiebetür, mit der man das abtrennen kann. Und eben auch nochmal ein Bidet. Und dadurch, dass das eben zurückversetzt ist, das Obergeschoss, hat man da auch wirklich überhaupt kein Problem mit dem bodentiefen Fensterelement, dass einem da jemand reinguckt. Jetzt haben wir alle Räume im Kundenhaus Flachdach 300 gesehen und wenn ihr euch die Grundrisse noch mal angucken wollt oder Kontakt zum Hersteller sucht, habe ich euch unten in die Description wie immer unseren Link in die Hausdatenbank gepackt. Wenn ihr noch mehr Videos über Musterhäuser dieses Herstellers sehen wollt, habe ich euch die hier an der Seite verlinkt. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.